Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einem neuen Deutschland-Vlog von der Nordseeinsel Sylt. Heute verbringe ich den Tag in meiner Urlaubsstadt Westerland und werde euch den Ort ein wenig zeigen. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Als erstes zeige ich euch das Gebäude, in dem sich das Rathaus, die Spielbank und der alte Kursaal befindet. Ein paar Informationen gibt es natürlich vorweg auch. Das Rathaus, die Spielbank und der alte Kursaal befinden sich im alten Kurhaus aus dem Jahre 1897. 1933 wurde in diesem Gebäude das Rathaus und eine Stadthalle im alten Kurhaussaal errichtet. 1949 fand hier auch die Spielbank ihren Platz, die bis heute Jahr für Jahr zahlreiche Gäste anzieht. Nächstes komme ich jetzt in die Strandstraße. Die Strandstraße ist die parallel zur Friedrichstraße verlaufende zweite Fußgängerzone in Westerland. Auch hier gibt es, wie man es in einer Fußgängerzone erwartet, alles, was man braucht. Geschäfte, Bars, Kneipen, Cafés, ein Supermarkt, das Kino der Stadt. Jetzt bin ich an der Strandpromenade. Die Strandpromenade in Westerland wurde 1913 erbaut und maß zunächst 574 Meter. Schon 3 Jahre später wurde sie durch eine Sturmflut schwer beschädigt und 1924 auf eine Länge von 800 Metern ausgebaut. Gegenwärtig wird die Uferwand oder Strandmauer auf einer Länge von 600 Metern verstärkt. Hier haben wir die berühmte Musikmuschel. Und das ist die Skulptur Save Our Seas.
Jetzt bin ich in der Friedrichstraße. Die Friedrichstraße ist die Einkaufsstraße im Zentrum der Stadt in Verlängerung der Wilhelmstraße und führt bis zur Promenade an der Nordsee. Bis weit in das 19. Jahrhundert war die Straße ein unbefestigter und nicht benannter Weg. Als die Gemeindeverwaltung den Straßen der Stadt Westerland Namen gab, erhielt sie die Bezeichnung Friedrichstraße. Bald gewann die Straße als Flaniermeile an Bedeutung und ist heute als Fußgängerzone des Ortes ausgewiesen und die Hauptgeschäftsstraße der Stadt. Als letzte Sehenswürdigkeit heute zeige ich euch noch die dicke Wilhelmine. Die dicke Wilhelmine ist ein Sylter Wahrzeichen in der Wilhelmstraße. Sie wurde von der Künstlerin Ursula Hensel-Krüger geschaffen und soll 175 Kilo auf die Waage bringen. Diese Skulptur, die 1980 enthüllt wurde, soll einfach nur Heiterkeit erzeugen und uns die Dinge des alltäglichen Lebens lockerer und fröhlicher erscheinen lassen. Mit dieser 5. und letzten Sehenswürdigkeit des ersten von 2 Erkundungstagen in Westerland in diesem Vlog möchte ich Tschüss sagen für heute, aber bleibt dran, es geht gleich mit dem zweiten Tag weiter. Mit einem Lachsbrötchen für 4 Euro und einem Krabbenbrötchen für 6 Euro von der Salatkogge in der Strandstraße möchte ich den zweiten Tag des Deutschland-Vlogs 2 von der Insel Sylt starten. Natürlich möchte ich euch vorher noch sagen, dass ich für diese in Anführungszeichen Werbung von der Salatkogge kein Geld bekomme, sondern dieses ist ein ganz persönlicher Tipp für jeden, der dieses Video guckt, dass es in diesem Hause Salatkogge wirklich sehr, sehr gute Fischbrötchen gibt. Was für eine Freude, diese leckeren Krabbenbrötchen zu genießen und natürlich auch die Lachsbrötchen. Das ist ein Denkmal zur Erinnerung an die alte Sylter Inselbahn. Die reisenden Riesen im Wind. Die bis zu 4 Meter großen Riesen zieren seit 2001 den Bahnhofsvorplatz in Westerland. Geschaffen wurden die Figuren von dem Bildhauer Martin Wolke. Die sind grün, überproportional groß, windschief und haben teilweise verdrehte Köpfe. Die Form und Farbe provozieren und sollen es auch. Und obwohl sich die Geschmäcker scheiden, sind die reisenden Riesen im Wind
Eines der typischen Fotomotive von Sylt. Der Bahnhof in Westerland ist das Zentrum des Bahnverkehrs auf Sylt. Er liegt in Form eines Kopfbahnhofes am östlichen Rand der Stadt. Er wurde im Zuge der Verlegung der Marschbahn über den Hindenburgdamm in den 1920er Jahren erbaut. Bei Inbetriebnahme der Strecke im Juni 1927 wurde gleichzeitig der Bahnhof eröffnet. Somit wurde der Westerländer Bahnhof zum Endpunkt der Marschbahnverbindung. Der Personenbahnhof verfügt über 4 Gleise, die an 2 Mittelbahngleisen liegen. Am Kopfende befindet sich in westlicher Himmelsrichtung das Empfangsgebäude. Im Südosten des Bahnhofs befindet sich ein kleiner Güterbahnhof. Der Bahnhof in Westerland bildet den Endpunkt der Autozugverbindung zwischen Nibel und Westerland, die als Sylt-Shuttle der Deutschen Bahn oder ADC Autozug Sylt verkehren. Jetzt zeige ich euch eine Wand, die von Sylter Kindern und Jugendlichen in Zusammenarbeit mit einem Graffiti-Künstler in den Jahren 2016 und 2017 in einem Graffiti-Workshop verschönert worden ist. Natur im Süden von Westerland. Das Südwäldchen. Hinter den Dünen, unweit des Syltstadions und der Himmelsleiter, befindet sich das Südwäldchen. Es wird größtenteils bestimmt von hohen Nadelbäumen. Laubbäume findet man mehr am Rand. Mitten im Wald befindet sich ein schön angelegter Teich. Bänke um den Teich herum laden zum Verweilen und Ausruhen ein.
Der Friedhof für Heimatlose wurde 1854 vom Strandinspektor Wulf Hansen Decker angelegt. Am 3. Oktober 1855 wurde ein unbekannter toter Seemann am Westerlander Strand angespült und am 4. Oktober auf dem neuen Friedhof beigesetzt. 1907 wurde der Friedhof geschlossen. Spätere Seemannstote wurden auf dem neuen Friedhof bestattet. Opfer der Nordstrandsabschnitte wurden in List und auf dem Kaitumer Friedhof zur Ruhe gebettet. Vom Heimatlosenfriedhof, der Ecke Elisabethstraße, Captain Christiansen-Straße liegt, sage ich danke fürs Zusehen und freue mich, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Wenn ihr es noch nicht getan habt, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch zukünftige Videos nicht verpasst.